Hallo liebe Finnland-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich unterwegs, unterwegs in geheimer Mission. Ja, nächste Woche ist Ostern und in Finnland sieht man schon diese typischen Ostersträucher hier überall. Ich persönlich finde die ja bunt, sagen wir es so. Und jetzt aber zum Thema. Okay, ich bin zu Gast hier im Suomen Lassi-Museum, das finnische Glasmuseum. Und auf 1700 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es einiges hier zu sehen. Ja, Lassi-Museum, ja, finnisches Glasmuseum. Worum geht's hier? Was wird hier gezeigt? Also hier geht's um 4000-jährige Geschichte des Glases und der Glasherstellung. Es geht um die 300-jährige Tradition der finnischen Glasherstellung und das Ganze ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe und von Zeit zu Zeit gibt es hier auch immer mal wieder Ausstellungen. Ausstellungen zum Beispiel im Moment gerade hier im großen Saal. Die Ausstellung heißt Leuchten der Neuzeit. Und Leuchten der Neuzeit. Der Grund ist eigentlich einfach. Das Bauhaus wurde 2019 100 Jahre alt und im Jubiläumsjahr war die Ausstellung natürlich in Deutschland zu sehen, im Industriemuseum Gernheim und ja, jetzt hier in Finnland zu Gast und das alles schauen wir uns mal an. Okay, Freunde, ab geht's, los. Ja, das ist der Eingangsbereich hier im unteren Stockwerk und der wird erstmal so, werden alte Funde gezeigt von finnischem Glas. Ja, wie alt die sind, die Fundorte und ein paar Ausstellungsstücke sind hier hinter Glas natürlich. Gibt es hier nochmal eine Übersicht der Glaswerkstätten in Finnland. Die meisten sind im Süden verteilt, aber auch in Rovaniemi gibt es eine. Ja, also alles ganz gut aufbereitet hier. Überall Tafeln, auch auf Englisch und sehr informativ das Ganze. Jetzt der zweite Teil. Hier werden so Werkzeuge gezeigt und Geräte, mit denen das Glas hergestellt wurde. Da hört man im Hintergrund auch schon irgendwelchen Lärm. Da wird uns bestimmt gezeigt, wie das Ganze funktioniert.
Muss man sich mal überlegen, ne? Mit solchen Karren wurden hier die heißen Fässer umhergefahren. Da ist ein Beispiel. Ja, es gibt jede Menge Werkzeuge hier zu sehen, natürlich auch. Und Glas. Ja, sehr anschaulich alles dargestellt. So ein typischer Arbeitsplatz hier. Da wurde das Glas geschliffen. Im Hintergrund sieht man auf dem Foto auch, auf den Fotos überall, wie das gemacht wird. Guck. Da sind diese Arbeitsplätze zu sehen. Hier ein typisches Beispiel für Pressglas. Solche Formen haben wir da auch schon vorhin mal gesehen. Und das hier sind so ganz typische, die man auch immer in der Familie überall sieht. Treppe hoch, mal sehen, was uns hier im ersten Stock erwartet. Ui. Jetzt wollen wir uns hier mal die Kristalle angucken, ne? Wunderschöner, großer, heller Raum mit tollen Ausstellungsstücken. Wunderbar, herrlich, einfach traumhaft. Also wer hier an so ein altes, verstaubtes Museum denkt,
Der liegt völlig falsch. Das Ganze ist super geordnet, total modern, aufgeräumt, lichtdurchflutet, wunderbar angeordnet. Also kann sich sehen lassen. Ja, solche und ähnliche Stücke haben wir auch zu Hause und jetzt sehe ich erstmal, ja, der eine oder andere kennt bestimmt das ein oder andere Stück hier wieder. Kann ich mir vorstellen. Also es gibt halt so Finnland-typische Produkte und die man auch in jedem finnischen Haushalt sieht. Und viele davon sieht man eben hier im Glasmuseum dann auch. Also das Ganze ist riesig, auf 3 Stockwerke verteilt. Und ja, wer denn will, kann sich auch noch die alten Werkshallen angucken. Also diese Schüsseln hier, die haben wir auch zu Hause und die sind auch ganz typisch. Ja, in der Familie sieht man die massenweise rumstehen. Wahnsinn. So, mal ein ganz grober Schwenk hier. Und wertvolle Stücke sind natürlich hinter Glas. Hier sind die verschiedenen Künstler auch genannt und das Jahr der Herstellung. Ganz bekannt hier Tapio Virkaja. Von dem sind diese Stücke da. Kai Frank. Ja. Ja, und
Hier im zweiten Stock des Gebäudes, im großen Saal, befindet sich eben auch die besagte Ausstellung Leuchten der Neuzeit, Bauhaus 100. Ja, das Bauhaus ist 2019 100 Jahre geworden und im Jubiläumsjahr war die Ausstellung in Deutschland im Industriemuseum Glashütte und ja, in Gernheim zu sehen. Und heute kann man sie hier im Finnischen Glasmuseum bewundern. Und ja, da machen wir mal einen Rundgang. Handgeschrieben. Ja, so sehen sie aus, die Leuchten der Neuzeit. Also alleine für diese Ausstellung lohnt es sich schon einmal, das Museum hier zu besuchen. Hier nahe Glas für Raumbeleuchtung. Ich finde es immer noch ein tolles Design und ja, wahrscheinlich ist es auch sogar wieder in. Hier geht's weiter. Wilhelm Wagenfeld, Deckenleuchte Juno. Aus dem Jahre 1954. Die guten 50er. Oh. Diese wertvollen Stücke sind auch von Wilhelm Wagenfeld. Hängeleuchte Tropfen heißt diese hier und ist aus dem Jahre 53. Düren, dann ist das hier die Hängeleuchte Lunetta und Greg. Warum auch immer Greg, so heißt sie. Ja, viele schöne Stücke.
Bauhauslampen halt, ne? Und noch ein paar Dokumente hier. Das hier ist Wilhelm Wagenfelds Bewerbungsschreiben für die Aufnahme am staatlichen Bauhaus Weimar. Hier das Datum 14.10.1923. Handgeschrieben und unterschrieben. Staatliches Bauhaus Weimar. Das Zeugnis für Herrn Wilhelm Wagenfeld vom Direktor. Wahnsinn. Also das war jetzt hier die Ausstellung Bauhaus 100 oder Leuchten der Neuzeit, Bauhaus 100. Und wer diese Ausstellung hier im Finnischen Glasmuseum noch sehen möchte, bis zum 22.04. ist sie hier im 2. Stock im großen Saal zu sehen. Dann typische Erzeugnisse für alkoholische Getränke. Olut 3, das Bier wird ja in Finnland in 3 Stufen unterteilt, je nach Alkoholgehalt. Ja, die Fabrikhalle, wo das Ganze jetzt hier gefertigt wurde, das gucken wir uns nachher nochmal an. Die ist noch erhalten, wenn auch nicht mehr im Betrieb. Aber das ist auch ein tolles Gebäude und das können wir uns nachher nochmal angucken. Auch ganz typisch hier in Finnland, Hartwall, Jaffa. So, und dann kommen hier schon die Erzeugnisse für die Apotheken. Guck mal. Fläschchen, Döschen, Schraubverschluss, Aufbewahrungsbehälter. Was auch immer es alles in der Apotheke an Flüssigkeiten oder anderen Produkten gab. Aus Glas waren die Behälter und so sahen sie aus. Ja, Freunde, das war's mit dem Rundgang hier im Finnischen Glasmuseum. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt im Anschluss seht ihr noch ein paar Bilder von der alten Werkhalle. Hier Riihimäki Lassi Oy. Und da sind immer noch 2 kleine Werkbetriebe. Das eine ist so eine Art und das andere ist noch eine kleine Werkstätte, die dort kleinere Sachen macht. Alle Infos dazu findet ihr natürlich, so wie immer, in der Infobox oder in der Videobeschreibung unten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, euer Micha. Schöne Grüße hier aus Finnland. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.